Mabi. Heute habe ich mal ein paar Last-Minute-Geschenke für euch, weil es ist ja auch bald Valentinstag und vielleicht braucht ihr auch noch ein Geschenk für eure BFF, aber ihr könnt es auch genauso gut für Geburtstage oder für den Muttertag benutzen. Und ja, ihr müsst für die Geschenke auch wirklich nicht viel Geld ausgeben und sie gehen auch wirklich schnell. Und ja, dann würde ich sagen, es geht los! Für die BFF-Fotowand braucht ihr Geschenkpapier, Heißkleber oder anderen Kleber, Geschenkband und ein paar Fotos von euch und eurer BFF. Und noch ein großes Stück Pappe. Malt euch auf die Pappe den Anfangsbuchstaben eurer Freundin. Ich habe hier ein M gemacht, weil ich die Fotowand bei mir selbst aufhänge. Schneidet den Buchstaben dann aus und klebt ihn auf euer Geschenkpapier. Zu Valentinstag passt auch gut eins mit Herzchen. Meist gab es bei DM und es ist auch ein schön dickes Papier. Schneidet das Geschenkpapier groß genug, dass ihr es auch noch auf den Buchstaben zuklappen könnt. Vorher schneidet ihr die festgeklebte Seite aber schon mal aus. Aber lasst doch überall ein Stück Rand stehen. Diesen klappt ihr dann nämlich um und klebt ihn fest. So sieht man nachher bei euren Buchstaben nicht mehr diesen hässlichen Papprand. Wenn die Ränder fertig sind, klappt den Buchstaben auf das restliche Papier und klebt ihn fest. Was da noch übersteht, könnt ihr einfach mit der Schere abschneiden. So sieht dann euer fertiger Buchstabe aus. Aus dem Geschenkband schneidet ihr euch ein paar lange Streifen zurecht und klebt sie auf den Buchstaben. Oben habe ich aus dem Band dann auch noch einen Aufhänger gemacht. Zum Schluss braucht ihr nur noch eure Fotos auf die Bänder kleben. Und wer mag, so wie ich, kann unten noch ein paar Charms draufkleben. Die hatte ich noch rumfliegen, die fand ich aber ganz schön als Abschluss. Dann könnt ihr alles aufhängen bzw. verschenken. Für die Badebomben braucht ihr Speisestärke, Meersalz, etwas Kokosöl, Zitronensäure, die findet ihr zum Beispiel bei DM, ein paar Zuckerstreusel und Natron. Das genaue Rezept schreibe ich euch auch nochmal in die Infobox. Und wir hatten noch eine Herzchenform aus Plastik. Das ist aber nicht unbedingt nötig. Und noch etwas blaue Speisefarbe, die habe ich aber hier vergessen zu filmen. Schüttet jetzt zuerst alle trockenen Zutaten in eure Schüssel und vermischt sie gut. Jetzt könnt ihr etwas blaue Farbe in eure Extraschüssel tun und gebt die Hälfte vom Pulver dazu. Vermixt das Ganze und dann gebt ihr die Hälfte von eurem geschmolzenen Kokosöl dazu. Und falls die Masse zu trocken ist, gebt einfach noch ein paar Mini-Tröpfchen Wasser dazu. Aber seid ganz vorsichtig mit dem Wasser, weil sonst aktiviert ihr schon vorher die Badebomben. Jetzt könnt ihr alles mit den Händen durchkneten. Die andere Hälfte gießt ihr zu eurer weißen Schüssel. Jetzt könnt ihr euch kleine Bälle formen, indem ihr immer kleine blaue Stückchen und kleine weiße Stückchen zu einem Bällchen formt. Zum Schluss habe ich noch ein paar Zuckerstreusel-Einhörner als Deko drauf gedrückt. Wenn ihr auch eine Form habt, könnt ihr eure Masse in die Form pressen. Ich habe hier zum Beispiel noch eine Herzchenform gemacht. Schaut mal, wie die Badebomben mega cool sprudeln. Und zum Schluss schwimmen dann ganz lustig eure Einhörner an der Wasseroberfläche. Zum Verschenken gebt ihr eure Kugel einfach in eine Tüte oder in ein schönes Gefäß.
den BFF-Slime braucht ihr erstmal einen Fluffy Wolken-Slime. Dazu findet ihr auf meinem Kanal ein passendes Slime-Rezept. Ich verlinke es euch nochmal in der Infobox. Dann müsst ihr noch kleine Herzchen basteln, die ihr als Charms dazugeben könnt. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Aus pinken Fimo knetet ihr euch einfach 2 platte Schlangen und eine runde weiße Fimo-Schlange, die ihr wie ein Hotdog dazwischen legt. Rollt dann alle 3 zusammen zu einer kleinen Schlange, sodass ihr in der Mitte das Weiße habt. Mit einem dünnen Messer schneidet ihr dann ein kleines Scheibchen ab. Und macht mit dem Messerrücken einen kleinen Schlitz in euer Stückchen. Seht ihr? So. Und auf der anderen Seite formt ihr das Stück zu einer Herzspitze. Die könnt ihr einfach so mit dem Finger zusammendrücken. Mit dem Messer könnt ihr, wenn nötig, das Herz noch ein wenig nachformen. Hier seht ihr es nochmal. Immer erst die Kerben machen und unten wieder zusammendrücken. Und schon ist euer Mini-Herzchen fertig. Davon müsst ihr jetzt ganz viele machen und nachher ging das ratzfatz. Die backt ihr im Ofen nach Anleitung. Meine waren schon nach 15 Minuten bei 130 Grad fertig. Ich habe den Slime dann noch in eine Herzform gegeben, weil ich das zum Verschenken einfach schöner finde. Und es passt ja auch super gut zum Valentinstag. Die Herzen habe ich dann oben drauf in den Deckel gegeben. Und schon ist euer BFF-Slime-Geschenk fertig. Ich finde, das sieht super süß aus. Für die rote Laufbox braucht ihr einen Schuhkarton. Und die Lieblingssüßigkeiten und die Lieblingspflegeprodukte von euer BFF. Am besten nehmt ihr auch noch rote Sachen, weil das so schön zusammenpasst in der Laufbox. Falls ihr übrigens keinen Karton finden könnt, würde auch genauso gut ein Körbchen oder eine Schüssel funktionieren. In den Karton habe ich ganz unten erstmal etwas Papier reingestopft, damit die Sachen nicht im Karton versinken. Und ich habe den Karton noch mit weißem Seidenpapier ausgelegt. Ich finde, das peppt das Ganze noch so richtig schön auf. Ihr könnt auch schöne Servietten nehmen, wenn ihr kein Seidenpapier da habt. Für vorne drauf habe ich noch einfach aus Papier einen BFF-Sticker gebastelt und auf den Karton geklebt. Jetzt könnt ihr die Laufbox mit euren Sachen befüllen. Hinten die großen Dinge und vorne die kleinen. Und tada, ist eure BFF-Laufbox fertig zum Verschenken. Und eure Freundin wird sich bestimmt darüber freuen. Also ich würde auch so gerne eine Box bekommen. So, ich hoffe, mir hat es gefallen. Es waren auch ein paar Geschenkideen für euch dabei. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet und einen dicken Daumen nach oben. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! We're doing it all, the feeling is so, maybe you got me, believe in the magic.